früher hat es auch mit Konzerten angefangen, dann irgendwann mal kamen die 101 Freestyle Battles, dann kam die Feuer über Deutschland DVD. RBA habe ich mitbekommen, Freunde haben da irgendwie mitgemacht, ich habe mir ab und zu das angehört und ich glaube, ich habe auch dann schon sehr früh auch so Kollega gehört oder JAW, die da irgendwie gebettelt haben und fand das okay, aber ich hatte irgendwie gar keinen Bezug dazu. Ich weiß aber, dass dann ein guter Kumpel von mir auf einmal die DVDs von Feuer über Deutschland hatte und die haben wir richtig durchgesuchtet. Also das war wirklich so das erste Mal, wo man so reingezogen wurde. Feuer über Deutschland war für mich, die RBA war so eine eingeschworene Community und im Vergleich dazu war Feuer über Deutschland waren halt die großen Rapper damals, die damals auf Viva liefen, die man halt so wirklich aus den großen Medien kannte, noch so vor YouTube. Und Feuer über Deutschland war dann einfach das erste Battle-Turnier, wo so die ganzen Jungs, großen Rapper gebattelt haben, die ich halt vorher nur über die großen Medien kannte. Es gibt dann die super Beispiele, so ein Lackmann, der da battelt, ein Pillard, Favorite und so, die waren mega geil. Aber es gab dann auch diese Leute, die krass verkackt haben und die fanden wir fast noch lustiger. Und die haben wir uns immer wieder reingezogen oder auch ein Tour, der da mit seinen Textblättern steht und die abliest. Ich werde das nie vergessen. Und ich dachte mir, was ist das denn? Wie wack ist das denn? Und ich fand das einfach irgendwie, wir haben das überoft geguckt. Also gerade den ersten Teil. Teil 2 und Teil 3 haben mich überhaupt nicht mehr interessiert eigentlich. Aber damals, zu der Zeit, wo das rauskam, fand ich mega geil. Mich kickt einfach nur dieses Battle-Ding, einfach nur dieser Adrenalinkick und zu sehen, wie der Gegner langsam untergeht oder auch nicht untergeht. Und dann auch verlieren, okay, dann verlierst du halt so, aber wenn du als Gewinner gehst, ist nochmal ein anderes Feeling. MCs hören mich und streiken wie die BVG. Sie werden Fans von mir und kaufen mich auf DVD. Wenn ich spitte, müsst ihr euer Kopf ducken, ihr Popnutten. Lasst das Rappen sein und probiert es doch mit Top-Spucken. Feuer über Deutschland ist eine Idee von meinem guten Freund Catcher und Cool Savage. Da gab es damals die Smack DVD-Reihe aus Amerika und dann haben beide darüber geredet, hey, kann man auch mal in Deutschland sowas probieren, und so entstand Feuer über Deutschland. Ich meine, die haben halt irgendwann angefangen mit diesen Freestyle-Battles, haben sich städtischen Namen aufgebaut, eine Referenz, und dann haben sie halt die Leute angefragt. Sieh dich um, du erntest hasserfüllte Blicke. Doch ich bewerf dich mit nasser Wichse, bis du aussiehst wie eine zu blasse, nass gespritzte Wassernixe. Ich weiß nicht, das hatte einfach eine Energie, so, das war natürlich jetzt filmisch nicht irgendwie spannend, wollte es aber auch nicht sein, und für so ein Straßenbattle in Anführungszeichen war das ja schön aufgelöst. 3 Rapper irgendwo zusammenzubringen, schwer, 20, und dann irgendwann mal hatten wir 40 und dann 60, und es war immer eine riesen Herausforderung, und dann wirklich das dann auch die Battles zusammenzukriegen. Der will nicht gegen den, der nicht so, der ist mir zu unbekannt, er will nur mein Fame haben und so weiter. Diese Kompromisse irgendwie finden können, war schon richtig hart. Ich wollte mir eigentlich wirklich nur noch Tankgeld holen, war so ein bisschen angepisst, weil es nicht so super, wie ich es mir erwartet hätte oder was weiß ich. War nicht ganz so geil. Und dann kam auf einmal Savage, meinte noch, ey, hast du nicht noch Bock zu battlen? Greg Pipe, wa? Greg Pipe, FFM, Alter. Wer hat Bock gegen Greg Pipe? Jetzt ernsthaft, Jungs, Alter. Macht keinen Scheiß, Alter. Berlin, Frankfurt. Basic, hast du noch ein paar? Aller Anfang ist schwer, doch ich mag den Gedanken, dich stranguliert strampeln zu sehen vor deinem Vater in Handschellen. Adern, die anschwellen, ohne Gnade misshandeln. Ich mag es, mich in ein Monstrum dieser Art zu verwandeln. Ob ich noch klar bei Verstand bin, ist eine Frage, die offen bleibt. Wie das Loch im Kopf deiner Fotze, erschossen im Hochzeitskleid. Und es hat ja dann auch ziemliche Wellen geschlagen, und dann als Teil 2 so in den Startlöchern stand, kam natürlich auch irgendwie ins Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt angefangen hat, also, dass wir ein Rematch machen, wer das vorgeschlagen hat. Du das warst, ich das war, weiß ich gar nicht mehr, Alter. Aber auf jeden Fall
Fall haben wir uns dann bei Feuer über Deutschland 2 dann ja nochmal duelliert. Nenn mich Döner, du Pommes! Bist kein Haare, ich trag so dicke Pommes, trag nen BH als Schnapper. Komm her. Ich habe verhältnismäßig spät davon erfahren. Damals hat Nico, mein langjähriger bester Freund und Mentor, der auch heute noch mit mir alles zusammen managt und auch noch mein Backup-Rapper ist, der hat mir damals die Feuer über Deutschland DVD, den 3. Teil, den Steiger gehostet hat, unter die Nase gehalten. Und ich war am Anfang ein bisschen gelangweilt, weil die ersten paar Battles auf der DVD ja einfach langweilig für mich waren. Und ich dachte so, ich hatte auch so ein bisschen Fremdscham irgendwie, weil das ja schon ziemlich alle haben so richtig krass auf Hip-Hop gemacht, so mit dem Kleidungsstil. Und ich fand es alles ein bisschen albern. Und das, was ich aber gefeiert habe, waren dann die Leute, die man jetzt heute auch kennt, weil das diejenigen waren, die damals schon rausgestochen sind durch damit schon den Ansatz von eigenem Stil zum Beispiel. So haben sie noch die DVDs vertickt, da war noch die Bedeutung von YouTube nicht so krass. Ich meine, unser Battle hatte 3 Millionen Views, Alter, so. Das zweite auch irgendwie 2, irgendwas, so schon 2008 haben sie es rausgenommen, damit sie ihre DVDs verticken können, so. Ist ja auch vollkommen legitim, aber da weiß sich ja noch keiner über die Bedeutung von YouTube bewusst, sonst hätten sie es vielleicht gleich da hochgeladen oder so. Wenn du was erfindest, denkst du hast was erfunden und dann bleibst du einfach stehen und du merkst nicht, dass die Welt um dich herum sich bewegt. Und die anderen merken es, du bist einfach zu weit drin und du entwickelst dich nicht weiter. Und ich glaube, es ist auch bei uns irgendwann mal passiert, dass wir einfach viele Veränderungen gar nicht gemerkt haben. Zum Beispiel die Veränderungen, die wir selbst mal gebracht haben mit Feuer über Deutschland. Video-Battle heißt natürlich, du battlest jemanden, irgendeine reale Person, weil es halt wie ein Turnier funktioniert. Am Anfang, wenn du deine Qualifikation einreichst, hast du logischerweise noch keinen Turnierpartner oder Turnierpartnerin, weshalb du halt einfach zeigst, im besten Falle, dass du halt irgendwie Skills hast zum Battlen, dass du da Potenzial hast. Und ja, kannst ja auch fiktiv irgendwen fronten oder das System und die Politik fronten, alles. Man kann ja in verschiedene Kontexten battlen sozusagen und das nimmst du dann auf und gerade damals war das halt die allermeisten einfach so richtig billo mit Handykamera und so, also das war es für die Qualifikation gar nicht so wichtig gewesen, ob das jetzt eine krasse Qualität war oder nicht, Hauptsache man hat dich irgendwie gesehen und du hattest den Text dazu und das waren unfassbar viele, die sich dann sozusagen für diese Qualifikation beworben haben. Es war ein ähnliches Konzept wie zu RBA-Zeiten, nur dass das Ganze jetzt auf YouTube ausgetragen wurde. Das Ganze, so die neuen Medien kamen quasi dazu. Das Ganze hatte nicht mehr ein eigenes Forum, sondern Facebook war so quasi die Basis, auf der man kommuniziert hat. Das Ganze wurde auf YouTube hochgeladen und jede Runde brauchte halt ein Video. Am Anfang war das immer nur One-on-One, später gab es dann auch eine Crew-Staffel, aber ich glaube die ersten Male nicht. Und das hat dann ja doch relativ schnell, sag ich mal, Bekanntheit erlangt und das war ein Sprungbrett für viele, viele Leute, die ja heute auch noch Musik machen und die meisten von denen machen, glaube ich, auch gar keine Battles mehr, sondern die machen halt teilweise auch ganz andere Musik. Ja, so, hat total Panik geschoben. Und das war die größte Herausforderung eigentlich für mich, klarzukommen mit dieser ganzen Resonanz. Weil das war, ne, man macht irgendwie Musik und man macht peu à peu werden es immer mehr und so und es steigert sich gesund. Und dieser Faktor, den du durch diese Video-Battles hast, war dadurch, dass es so viele gesehen hat, das war in dem Moment kurzzeitig zu viel für mich. Das fand ich echt krass, weil das war voll die psychosomatische Erscheinung, die ich dann hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Reiz von diesen Video-Battle-Turnieren dadurch aufgekommen, einfach durch die momentan vorherrschende Internetkultur. Ihr verkauft jetzt nicht mehr nur Shirts und Merch, sondern nur noch CDs, denn ich werde zum Panikkäufer. Bitte tu mir nicht weh mit deinem Gasrevolver. Das ist für mich kein Battle, das ist Diss-Tracks. Also das würde ich anders kategorisieren. Ich würde sagen, das sind Diss-Tracks. Einer disst jemanden und dann schreibt der einen Diss-Track zurück. Und mehr ist es nicht. Und dass die dann auch noch ein Video dazu drehen, verstehe ich halt nicht. Was soll der Schmarrn? Muss man sich dann auch noch irgendwie so in Szene setzen, während man jemandes Mutter beleidigt? So, was man so für Klamotten anhat und so, das hat schon was mit Style zu tun. Und das wollen die Leute, glaube ich, gerne zeigen, was sie sich so ausdenken. Ist glaube ich, ganz dankbar. Also im Video sieht man schnell cool aus.
Ich hoffe, dass jemand, den du liebst, stirbt. Ich wünsche dir Krebs an den Hals. Ich hoffe, jemand fickt deine Mutter und begräbt sie im Wald. Man macht sich darauf keinen Begriff von, was das für eine Arbeit ist. Ne? Da müssen dann Spots ausgewählt werden, da muss halt gedreht werden. Da sind teilweise 5 MCs gewesen, die dann jeder einen Part haben, plus eine Hook. Das Ganze muss dann gecuttet werden und dann der Ton drüber. Und dann hatten wir Runden mit irgendwelchen Special Effects, weißt du, da haben wir dann irgendwie noch After Effects drüber gelegt und uns irgendwelche Weltraumgeschichten reingebeamt. Und vielleicht hat es auch was mit der technischen Entwicklung zu tun. Sozusagen, also es ist relativ, jeder hat eine DSLR jetzt und kann halt ein Video machen, das nach irgendwas aussieht. So vor ein paar Jahren mit irgendwie Camcorder und das TV-Band dann überspielen und sowas. Das war einfach schon wäre einfach eine Barriere gewesen, zeitlich oder sowas sozusagen. Also es ist vielleicht einfach so ein bisschen dem technischen Zeitgeist geschuldet, dass es dieses Phänomen gab oder gibt. Irgendwann hieß es Savage bewertet und es war irgendwie für uns immer so, wir wussten gar nicht, bewertet da jetzt Savage oder nicht, aber dann gab es halt immer diese Juroren-Kommentare, ja, und dann war es natürlich so, alle wollten wir haben immer gesagt, vom König geadelt werden, ja, also, und ich weiß noch, dass Savage dann irgendwie Ricky am meisten gefeiert hat, vielleicht war es nicht, ja, aber es war bei uns immer so ein, ja, wir wussten es nicht, aber es hieß so im Forum.